Willkommen in meiner ayurvedischen Küche. Ich habe heute ein ganz tolles Rezept mitgebracht, nämlich eine Blumenkohlpizza. Und das Besondere ist, dass hierbei der Boden aus Blumenkohl besteht. Das ist vor allem gerade für die Leute, die mit der herkömmlichen Pizza Probleme haben aufgrund des Weizenmehls, ist das eine ganz, ganz tolle Alternative. Und was wir dafür Zutaten brauchen, das zeige ich euch jetzt. Für unsere wundervolle Blumenkohlpizza benötigen wir natürlich hier unseren Hauptdarsteller, diesen dicken Blumenkohl. Dann benötigen wir 250 Gramm geriebenen Mozzarella. Dann habe ich hier wieder eine wundervolle Gewürzmischung zubereitet, bestehend aus Oregano, Pfeffer und Salz, jeweils einen Teelöffel und 2 Eiern. Und nun kommen wir zu den herrlichen Zutaten unseres Belags. Dieser besteht aus 300 Gramm stückigen Tomaten. Dann habe ich hier eine kleine Schüssel mit veganem Streukäse. Das sind ungefähr 3 Hände voll. Dann habe ich hier eine rote Zwiebel und dann eine wunderbare Gewürzmischung bestehend aus Oregano, Salz und Pfeffer, jeweils einen Teelöffel und frischem Basilikum. Als erstes blanchieren wir unseren Blumenkohl. Jetzt befreien wir den natürlich erstmal von seinem Strunk. Dann gebe ich jetzt hier schon die einzelnen Röschen rein. Die Blätter des Blumenkohls braucht ihr übrigens nicht wegzuschmeißen. Wenn man hier einfach an dem Strunk entlang schneidet und sie dann später mit Salz und Pfeffer in der Pfanne anbrät, dann habt ihr ein ganz tolles Geschmackserlebnis. Also nicht wegschmeißen, das wäre zu schade. Jetzt beginnen wir erstmal unseren Blumenkohl zu blanchieren. Das dauert meistens so 5 Minuten und dann geht's weiter. Wenn das Wasser beginnt zu kochen, setzen wir den Deckel auf den Topf und dann wird unser Blumenkohl richtig schön weich gekocht. Und damit wir hier nicht in der Zwischenzeit untätig rumstehen, kümmern wir uns mal um unseren Boden, um unseren Pizzaboden. Und dafür gebe ich hier die 250 Gramm Mozzarella in meine Schüssel. Dicht gefolgt von meinen Gewürzen. Und dann schlagen wir auch noch die Eier auf. Und jetzt wird das Ganze so richtig gründlich vermengt. Es muss auch später so eine richtig schöne homogene Masse entstehen. Und es duftet jetzt schon wieder herrlich nach diesen Gewürzen. Es wird toll. Sobald das Wasser anfängt zu kochen, geben wir natürlich sofort unseren Deckel drauf. Jetzt kann der Blumenkohl in Ruhe vor sich hin blanchieren. Und wir können uns schon mal um den Belag kümmern. Für unseren Belag geben wir unsere köstliche Gewürzmischung erstmal in unsere stückigen Tomaten. Dann können wir das schon mal hier verrühren. Dann stellen wir unsere Soße erstmal zur Seite und kümmern uns um unsere Zwiebel. Die Zwiebel schneide ich in ganz kleine Ringe. So. Dann haben wir jetzt für unseren Belag schon alles vorbereitet. Jetzt kümmern wir uns wieder um unseren Blumenkohl. Schauen wir mal, wie weit der ist. Im besten Fall weich. Ja, noch ein paar Minuten braucht's. Und dann können wir weitermachen. Und während wir auf unseren Blumenkohl warten, heize ich jetzt erstmal den Backofen vor auf 180 Grad Umluft.
Und sobald wir unseren Boden vorbereitet haben, wandert der dann erstmal 15 Minuten in den Backofen. Schauen wir noch mal nach. Ja, genau. Hervorragend. Genauso wollen wir es haben. Schön weich. Dann können wir den jetzt direkt abgießen. So. Die sind noch sehr heiß, deswegen vorsichtig beim Schneiden. Man kann sich natürlich auch erstmal die einzelnen Röschen rausnehmen. So. Und dann fangen wir an, die zu zerkleinern. Man könnte das Ganze jetzt auch in einen Hochleistungsmixer geben, aber da muss man schon wieder so ein bisschen aufpassen, dass er einem das nicht so durchpüriert, dass es so eine richtig breiige Masse ist. Ich finde es immer persönlich ganz schön, wenn wir noch so ein bisschen Stückchen dabei spüren beim Essen. Ja, jetzt ist er genauso, wie ich ihn haben wollte. Richtig schön stückig, sehr schön. Dann geben wir jetzt hier schon unseren ersten Schwung Blumenkohl hinein. Ach, das duftet herrlich. Umrühren. So, dann verfahren wir so mit den anderen Blumenkohlröschen. Jetzt schnappen wir uns unser Backblech und streichen von dem Blumenkohl nun ein bisschen hier drauf. Ich mache das jetzt lieber mal portionsweise. Und dann drücken wir diesen Belag einfach platt. Soll natürlich keine Löcher entstehen, sondern wirklich schön dicht aneinander. Um das Ganze so richtig schön dünn hinzubekommen, nehme ich mir jetzt hier ein zweites Backpapier. Und dann kann ich mit den Händen einfach auch noch mal nachpressen. Hat man einfach auch noch mal so ein bisschen mehr Kontrolle darüber, dass es so richtig schön flach wird. So, das dürfte ausreichen. Und jetzt können wir es uns noch mal anschauen. Ja, genau, so wollte ich es haben. Und jetzt sieht man hier auch ganz schön, dass es hier keine kleinen Löcher mehr gibt zwischen den einzelnen Blumenkohlröschen. Das ist also genau so, wie ich es haben möchte. Unser Blumenkohl wandert jetzt erstmal für 15 Minuten in den Backofen. Da wird er jetzt erstmal vorgebacken. Dann gebe ich jetzt meine Zwiebeln in die Pfanne. Auch hier ist es wieder so, in der ayurvedischen Küche werden Zwiebeln immer angedünstet. Einfach deswegen, dass sie bekömmlicher sind und der Geschmack ist natürlich auch ganz herrlich mit diesem leicht karamellisierten Beigeschmack. Dann schauen wir jetzt nach unserer Blumenkohlpizza bzw. nach dem Belag. Erst schalten wir den Ofen aus. Ha, sieht toll aus. Voilà. Sieht doch schon hübsch aus. Und schade, dass man es nicht riechen kann. Es duftet herrlich. So, dann geben wir jetzt unsere Tomatensoße drauf. Hier könnte man auch passierte Tomaten nehmen, aber ich finde das immer ganz schön mit den Stücken. Dann folgt als nächstes unser Käse.
Also auch hier ist wieder der Fantasie keine Grenze gesetzt. Man kann natürlich alles an Belag nehmen, was man möchte. So, und zum Schluss, nicht nur für die Optik, sondern auch für diesen wunderbaren Geschmack, noch etwas Basilikum. Und das Ganze geht jetzt noch mal für ungefähr 15 bis 20 Minuten in den Ofen. Schaut euch das mal an. Jetzt schalten wir schnell den Ofen aus. Hier riecht man wirklich schon alles. Die Zwiebeln, den Käse. Jetzt nehmen wir uns noch mal ein bisschen frischen Basilikum. Man kann übrigens die Stiele des Basilikums auch immer mitessen. Das hat nämlich noch mal so eine kleine süßliche Note. Vielleicht habt ihr euch gewundert, warum ich den Basilikum auf die Pizza getan habe, bevor ich sie in den Ofen gegeben habe. Das habe ich deswegen getan, weil wir hier mit einer sehr geringen Hitze arbeiten. Ansonsten würde uns der Basilikum natürlich verbrennen. Deswegen, ihr könnt jederzeit Basilikum auf die Pizza legen, aber es muss natürlich immer gewährleistet sein, dass es eine niedrige Hitze ist. Köstlich. Diese fruchtigen Tomaten, der Käse und die Frische des Basilikums schmeckt richtig nach Urlaub. Ich hoffe, dass ich euch davon mal überzeugen konnte, diese andere Pizza auszuprobieren. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Eure Mangal.